ich bewohne jetzt irgendwo ein festes Haus und das steht da für die nächsten 35 Jahre, wenn ich sie dann noch habe in meinem Alter. Das hat mir immer Angst gemacht. Also ich bin Friedegard, das ist mein Domizil, hier das Tiny House, und ich bin hier immer wieder vor Ort, weil ich einfach diesen Ort gewählt habe für mich, für mein Tiny House, und zwar im Anschluss zu einer Gemeinschaft, die hier entsteht. Also wir sind hier in meinem neuen Domizil. Das ist wirklich ganz neu, das heißt seit Mai letzten Jahres ist es nämlich hier aufgestellt worden und ja, ein paar Monate vorher produziert worden, also ganz neu. Und das ist mein Wohnwaggon, den habe ich genannt Hubert von Auernheim. Also weil er natürlich, das Modell heißt Hubert von Wohnwaggon, und ich lebe hier, beziehungsweise steht hier in Auernheim, und deswegen habe ich es so genannt. Also mein neues Domizil, und ich führe dich jetzt gerne mal rum. Genau, das ist hier die Küche. Die Küche, man kann hier immer das absprechen, was man gerne drin haben möchte in der Küche. Also welche Tools man haben möchte. Das Besondere ist, finde ich hier, dass viel Fläche da ist, dass viel Staufläche da ist mit verschiedenen Schubladen. Und wir haben natürlich hier, wir sind ja jetzt im Winter, und im Winter haben wir verschiedene Heizmöglichkeiten. So, das heißt, einmal habe ich diesen tollen, super tollen Tiroler, so nennt er sich, meinen Ofen, wo ich mit einheizen kann und gleichzeitig auch mit kochen kann, wenn ich möchte. Beziehungsweise unten drin ist auch noch eine Möglichkeit zum Backen. Ne? So. Das ist die eine Möglichkeit. Und dieses kleine Gerät verteilt die Wärme im ganzen Raum. Das ist auch ganz schön. Ja, und dann habe ich noch einen ganz normalen Elektroherd, weil im Sommer betreibt man normalerweise den Ofen jetzt nicht so. Ein bisschen heiß werden. So, also von daher ganz normaler Elektroofen, ne? Und mein Elektroherd. Das heißt, ich habe wirklich viele Möglichkeiten, und also für mich zum Beispiel Küche ist ja was für viele Menschen wichtig ist, und für mich ist es auch so. Ich finde, Küche ist was, ich liebe es zu kochen, ich finde auch schön, irgendwie zusammen was zu schnippeln, und so, von daher ist Küche immer ein wichtiger Bereich. Die Situation, in der ich jetzt wohne, ich meine, das ist das, wie man ganz normal lebt. Ich lebe in einer großen Etagenwohnung, und ich beschäftige mich schon mehrere Jahre oder seit mehreren Jahren damit, welche Lebensform ist die ich vor allen Dingen auch im Hinblick auf das Thema Alter, aber auch gesellschaftliche Veränderungen wählen möchte. Und ja, erstmal ging es mir rein um das Material, dass mir klar war, wenn ich selber ein Haus baue, dass das kein Steinhaus sein würde, sondern dass es ein Holzhaus sein müsste. Das war das allererste. Und dann ging es aber von dem normalen Holzhaus eher immer mehr in Richtung Tiny House. Und mit dem Grundgedanken eben auch zu reduzieren, also meine Lebensform auf das Wesentliche zu reduzieren und Nachhaltigkeit mit reinzunehmen. Und dann habe ich mich 2 Jahre lang nur mit verschiedenen Tiny House Modellen beschäftigt. Und ja, so bin ich auf dieses Modell gestoßen. Und weil eben, wie gesagt, für mich auch klar war, ich kann nicht auf ganz engem Raum leben mit 15 Quadratmetern und noch einer zweiten Etage, sondern dass es eben ein bisschen mehr Raum haben müsste. Und mir war auch noch wichtig, besonders bei diesem Modell, dass es nachhaltig gebaut ist. Das heißt, auch das Dämmmaterial ist aus reiner Schafwolle.
So, und eben die Photovoltaikanlage direkt mit dabei. Also im Wesentlichen ganz starke Selbstversorgungsmöglichkeit. Und das fand ich bei diesem Modell das, was mich am meisten gereizt hat. Genau, ich stehe jetzt hier in dem Garten des Architekten oder der Frank Löffler mit seiner Familie. Und interessant ist, wie ich überhaupt zu diesem Platz gekommen bin, weil mein Tiny House, als ich mir überlegt hatte, ich möchte eins kaufen, dann war für mich klar, vor Ort habe ich jetzt erstmal nicht so eine Möglichkeit gefunden bei mir, mit so einem Anschluss an eine Gemeinschaft. Also bin ich im Gespräch mit Wohnagogen, die unterstützen einen da auch, haben sie gesagt, okay, wir gucken mal, was wir finden. Und also gab es 2 bzw. 3 Möglichkeiten für Gemeinschaften. Und die allererste war tatsächlich dieser Ort, dieser Tiny Eco Village. Und da haben wir ein allererstes Gespräch gehabt mit Fredi Urasem online. Und dann folgte ein Online-Gespräch mit Frank Löffler, wo wir uns ein bisschen kennengelernt haben. Und dann hat er erst mir natürlich Bilder geschickt von der Umgebung hier. Und dann dachte ich, also ich bin keine Architektin und ich habe auch nicht so viel Fantasie und dachte erst, meine Güte, wie soll dann bei diesem Garten, der jetzt ein bisschen wild aussah, wo soll denn da irgendwas gehen? Aber gut, dann haben wir eben gesagt, das war ein gutes Gespräch, dann bin ich hierher gereist und ja, so ist es erstmal jetzt entstanden. Das Besondere ist eben auch, weil ja, ich wohne ja noch nicht hier drin, sondern das ist sozusagen ein Vermietungsobjekt, wo eben Menschen hier entweder Probe wohnen können, weil sie das so spannend finden, zu gucken, wie möchte ich vielleicht auch so leben, in welcher Form möchte ich leben, wie groß soll ein Tiny House sein, Probe wohnen oder es ist eben manchmal auch Kurzurlaub für Leute. Heißt, wir haben dann auch natürlich überlegt, wenn Leute hier hinkommen und wir nennen es schon Tiny House Hotel, was kann man tatsächlich da haben? Also wenn ich irgendwo ankomme, worüber würde ich mich freuen, was schon da ist? Und da haben wir eben so, wir haben eben Kaffee, wir haben für Kinder auch eine Möglichkeit, Kakao zu machen, hier so eine Trinkschokolade, Essig und Öl und Gewürze, Honig. Und dann gibt es tatsächlich auch für den ersten großen Hunger. Also wir haben hier Spaghetti, wir haben Müsli und Reis, wir haben Tees und natürlich, wenn man abends ankommt und noch Lust hat, ein bisschen gemütlich zusammenzusitzen, gibt es ganz viele leckere Trinkangebote. So, ne? Und auch jetzt ganz frisch von der Familie, die hier das betreut, die machen das auch wirklich super, die machen einen super Job. Die stellen selber Marmelade her. Und das ist was ganz Spezielles, nochmal diese hauseigene Marmelade. Genau. Und das wird hier alles so, ne, die Leute können dann hier was reinschmeißen, was auf der Liste steht. Genau. So, also von daher ist es erstmal schon ein bisschen so ein kleines Ankommen, schönes Ankommen, was man den Menschen so ein bisschen ermöglicht. Für mich war immer klar, ich habe immer in meinem Leben auch auf großem Fuß gelebt. Also ich brauche gerne Platz. Und für mich war klar, ein kleines Tiny House, wo ich jetzt, ja, das ist jetzt hier bis hinten durch 10 Meter und hat zwar 2,5, glaube ich, in der Breite, das sage ich, ich glaube, 2,50, 2,80, das ist mir einfach viel zu klein, das geht nicht. Und dann gibt es eben dieses Modell, wo man Erker noch hat. Und kann man hier ganz gut sehen, hier ist diese Schwelle, wo die dann zusammengefügt werden. Ne? Und dann habe ich eben diesen Erker, wo ich noch einen zusätzlichen Space habe, den ich nutzen kann. Und dann war das mit dem Platz für mich. Also wir haben hier insgesamt 36 Quadratmeter. Und das ist schon für ein Tiny House, das ist schon fast eine kleine Tiny House Wohnung. Ich konnte jetzt entscheiden, baue ich eins on Wheels, hole ich mir eins on Wheels oder eben was anderes, eine andere Form. Und hier die Firma, die baut eben immer mehr auf Fundamenten, auf Schraubfundamenten, weil die Erfahrung die ist, wenn Leute ein Tiny House on Wheels bauen,
auch eben mit Wohnwaggon, ist die Erfahrung, wenn es einmal steht, dann steht's. Und man bewegt es in der Regel doch nicht mehr weg. Trotzdem ist für mich so, weil ich in meinem Leben immer ich habe sowas von, ich muss immer das Gefühl von Freiheit haben, von Freisein. Ist dieser Grundgedanke, ich kann dieses Tiny House nehmen, kann es wieder mit einem Kran hochheben, im Zweifelsfall, und kann es woanders hinsetzen. Dieses Gefühl gibt mir ein Gefühl von Freiheit. Denn so, ja, ich bewohne jetzt irgendwo ein festes Haus und das steht da für die nächsten 35 Jahre, wenn ich sie dann noch habe in meinem Alter. Hat mir immer Angst gemacht. Das Highlight, jetzt kommt das Highlight, dieses wunderbaren Wohnwaggons. Ich weiß nicht, ich mache mal hier noch ein bisschen Licht. Ein bisschen mehr so rein. Ja, hier haben wir also diese Handarbeit, wirklich Mosaike, Steine, ja, alles mit der Hand hier eingefügt, gemauert, gemeißelt, was auch immer. Und auch vorher kann man zum Beispiel sich überlegen, wie möchte ich, welche Steine, welche Farben nutze ich. Und ich wusste, dass bei anderen Wohnwaggons von dieser Firma normalerweise dieses Ornament in Schwarz war. Und ich dachte mir, dieses Ornament ist cool, aber schwarz geht gar nicht. Und das heißt, das ist eigentlich die allererste Version bei allen Wohnwaggons, wo ich das mal anders gemacht habe. Und das finde ich ist gut gelungen. Das ist so ein schönes Ornament. Ja, man hat natürlich viel Platz, logisch. Man kann hier eigentlich auch zu zweit duschen. Das ist sehr schön. Es ist alles sehr hochwertig, ne, mit diesen Glasschiebetüren. Ja, und hier ist Möglichkeit zur Ablage. Also Trockentoilette, ne, ist klar, braucht kein Wasser, kein Spülwasser, hat ganz viel Wasser gespart, weil das sind natürlich die Dinge, warum ich auch die in dieses Haus gebaut habe, weil einfach Nachhaltigkeit. Und außerdem kann man, wenn man das möchte, da natürlich einen Kompost draus machen und die Ausscheidung verwenden. Hat was mit meinem Alter zu tun, dass ich die Dinge langsamer angehe und ich natürlich im Westerwald wohne und dort mein Leben auch habe. Ich habe ein ganz großes soziales Netzwerk, ich habe meine Arbeit und ich möchte erstmal hier vor Ort gucken, wie entwickelt sich das? Wie kommen wir Menschen zusammen? Es gibt ja diesen Verein, ja, Tiny Eco Village Verein, und ich bin jetzt tatsächlich, finde ich es auch ganz großartig, nach einem Jahr bin ich jetzt im Vorstand schon drin und kann da auch mitsprechen, kann mitwirken, kann mit Einfluss nehmen und kann mitgestalten. Und dann möchte ich einfach mal schauen, wie entwickelt sich das im nächsten Jahr, in den nächsten 2 Jahren, um dann wirklich für mich zu sagen, jetzt ist der Punkt vielleicht gekommen, wo ich den Sprung mache. Ja, weil so einen Lebensraum zu verlassen, wo man auch wirklich viele Freunde hat und sein Leben hat und plötzlich woanders hinzugehen, das ist schon ein Schritt. Und dadurch, dass ich jetzt immer mehr involviert bin hier, merke ich, dass meine beiden Leben immer mehr zusammenfließen und hier tatsächlich wie sowas wie ein zweites Leben entsteht, was mir immer mehr ans Herz wächst. Und die Menschen von diesem Ort und von dem Projekt, die wachsen mir immer mehr ans Herz. Und das ist was, wo ich dann sage, ja, okay, irgendwann kommt der Punkt, wo ich dann springen muss. Man sieht hier kurz auf unserem Areal, das übrigens vor 3 Tagen offiziell genehmigt worden ist. Also wir haben hier 2 Module, hier aufstockbar auf 2 Ebenen und dann ein Tiny House on Wheel. Also dieses Modellareal ist jetzt genehmigt und hat eine Vorreiterrolle für die Region hier.
Ja, jetzt geht es ins Tiny House Areal. So, unser erster Workshop, ein Geodom umzusetzen als Gewächshaus. Ja, im Sommer ist das eine grüne Oase hier und wir haben hier praktisch das Gemeinschaftshaus als Treffpunkt, wenn man will, für Frühstück, Mittagessen, Abendessen, gemeinsame Spiele, Gespräche, natürlich auch die Möglichkeit, Sanitärbereich noch mitzunutzen, wobei ja jedes Tiny House komplett autark ist. Von der Ausstattung ein komplettes Häuschen mit Sanitär, Küche. Und jetzt kann man sich vorstellen, dieses kleine Tiny House kommt auf diese Seite und an diese 2 Plätze kommen dann Modulbauten mit 10 mal 3,50 Meter plus kleiner Wintergarten. Die Silke ist jetzt aktuell vermietet. Wir haben jetzt 1 Jahr Probewohnen in der Silke und für den Wilhelm wäre ab jetzt Probewohnen möglich. Für jemand, der sich so in einer kleinen Gemeinschaft wie bei uns mit maximal 7 bis 10 Personen wohlfühlen würde. Wilhelm war ein Workshop-Projekt vom Verein, also der Wilhelm gehört dem Verein und der hat so ein paar Besonderheiten, wie jetzt also er hat einen Dreiachser und der ist komplett flach, ist mittlerweile aber auch schon Standard fast. Der Trailer ist demontierbar, also wenn man jetzt länger wo steht, kann man auch ein Stück abbauen, ist halt optisch auch ansprechender. Wenn irgendwas kaputt geht, kann man Teile auswechseln. Aber ansonsten wäre das was würde am nächsten Event ausgiebig vorgestellt, wie wir den gebaut haben, was so die Besonderheiten sind. Ich kann nur mal sagen, es ist eine Wärmepumpe verbaut, um jetzt experimentell auch mal zu schauen, wie ist der Energieverbrauch im Vergleich zu Infrarotplatten in der Silke. Eine Besonderheit ist noch, hier haben wir mal so eine Solarfalle ausprobiert. Das heißt, außen ist ein Solarmodul, was einfach nur, wo einfach nur die Luft erwärmt wird und wir erhalten hier frische, warme Luft. Ab 20 Grad bläst es hier frische, warme Luft ins Gebäude. Sehr, sehr angenehm und ist ein Low-Tech-Modul, was praktisch gar keine Folgekosten hat. Ja, genau. Man kann hier noch sagen, wir haben die Küche jetzt im Leichtbau gemacht. Das hat die Schreinerin, die Nicole, die bei uns wohnt, umgesetzt. Und ansonsten gibt es hier eine Trockentrenntoilette, wo der Urin direkt nach unten durch den Fahrzeugboden abgeleitet wird. Wir wünschen uns schon noch Menschen, die dazustoßen. Das heißt, wir sind noch eigentlich, jetzt haben wir 2025 und der Verein wurde gegründet 2022. So, das heißt, wir sind noch ein relativ junger Verein mit noch eine überschaubare Anzahl an Mitgliedern. Und wir wünschen uns, vor allen Dingen mein Anliegen jetzt als jemand, die jetzt relativ neu in den Vorstand gekommen ist, Mitglieder im Verein, auch Fördermitglieder, damit wir auch einfach Menschen haben, die das Ganze mit unterstützen, die die Idee mit unterstützen, weil es soll ja auch noch ein Café geben, Hofladen-Café. Ich zum Beispiel habe die Vision, dass wir da nicht nur ein Café machen, sondern dass da auch ein kleiner Laden mit ist, wo man auch noch Sachen einkaufen kann. So, das heißt, ja, da brauchen wir noch Unterstützung, da wünschen wir uns Unterstützung, sowohl was Fördermitglieder angeht, die diese Idee unterstützen, aber auch Menschen, die gerne hierher kommen und hier auch wohnen möchten. Und da muss man sagen, gibt es ja auch gerade viel, was in Bewegung ist. Also ein Stück Land, was gerade im Erschließen oder im Gespräch ist, erschlossen zu werden, wo dann tatsächlich auch bis zu 16 Tiny Häuser stehen können. So, ja, und da wünschen wir uns junge Menschen, also Menschen, die vielleicht auch selbst sich einbringen möchten mit ihren Ideen, mit ihren Kompetenzen, die sie auch haben, so einfach mit aktiv das Ganze gestalten wollen. Aber wenn jemand einfach auch nur da wohnt und sagt, vielleicht auch ein älterer Mensch oder ein jüngerer, ich möchte einfach nur hier Teil des Ganzen sein, ist das natürlich auch fein. Ja? Wir brauchen sowohl als auch.
aber auch so ein bisschen Dichter-Denker, sag ich mal. Menschen, die kreativ mitgestalten. Hier, wenn man sich so mal runterbeugt, sieht man diese Stahlrohre und das sind riesenlange Schrauben und deswegen nennt sich das ein Schraubfundament. Die sind in die Erde reingebohrt und da steht jetzt das ganze große Tiny House drauf. Genau, und deswegen bleibt es dann ja auch eine Mobilie, weil man es jederzeit wieder hochnehmen kann mit dem Kran und woanders hin befördern kann. In dieser Modulbauweise baut Wohnwaggon übrigens Projekte unterschiedlichster Größe. Das fängt beim autarken Tiny House an, geht über modulare Gebäude für Familien bis hin zu größeren Mehrfamilienhausprojekten mit teilweise 500 Quadratmeter. Wenn du mehr über die Konzepte erfahren willst und dir Inspiration und Tipps für deine Projekte holen möchtest, findest du ein kostenloses E-Book zum Download in der Videobeschreibung. Jetzt muss man sagen, hier diese Treppe, den Treppenbereich haben wir natürlich nachgerüstet. Da war jetzt nicht dran. Den haben wir jetzt nochmal. Man kann natürlich auch, wenn man möchte, noch eine ganze riesen Terrasse anbauen. Das muss man mal schauen. Ja, Rückseite ist einfach, kann man hier nochmal schön die Rundung sehen. Finde ich ganz schön, das wunderbare Bullauge vom Bad. Ne, und hier sieht man tatsächlich auch nochmal, dass jetzt hier, das ist der Erker. Und hier kommt die Regenrinne runter und die Leitungen sind eben alle dort unten für das Bad dann angeschlossen. Das ist auch die Verkleidung des Rohres, damit es nicht einfriert, ganz wichtig für den Winter. Ja, jetzt gehen wir auf direktem Wege zum Forsthaus. Das ist dort, wo die Geburtsstunde des Tiny Eco Village Vereins ist, den Fredi und Miriam und eine dritte Person gegründet haben. Und Fredi ist heute, feiert seinen 50. Geburtstag und da sind wir jetzt gerade auf dem Weg, an der Geburtstagsfeier teilzunehmen. Ich lasse mich überraschen, sonst wäre ich ja nicht hier, sonst würde ich es auch gar nicht mitmachen. Manuel. Du lässt dich ja auch von mir überraschen. Also ich bin da total offen. Auf zwei Seiten, ne? Ja, voll. Gut. Guck mal, bis der fertig ist da mit seinem Gewurstel. Du machst nicht den ganzen Kakao, oder doch? Nee, nicht alles, aber fast alles. Sieht schon aus wie ein großes Stück Fleisch, aber ich bin froh, dass kein Fleisch ist. Muss ich jetzt mal zu dir sagen. Gut, meine Lieben, wir lassen den Herrn mal alleine arbeiten. Vielen Dank. Bitte schön. Gerne geschehen. Auf Wiedersehen. Das ist ja schade. Ich habe zwei gebacken, weil ich habe den noch nie gebacken. Ich habe noch einen kleinen gebacken. Und Ist kein Zucker oder gar nichts Süßes? Oder? Ja, ich habe ja mit allen Drogen aufgehört. Ne? Und Zucker ist ja hochgradig Droge. Ich habe mit allen Drogen, außer jetzt Kaffee noch. Kaffee nach dem Wochenende. Ja, das ist das Letzte, Leute. Nee, das hört jetzt nach dem Wochenende auf. Ja. So ist das nicht. Danach geht's ins Kloster, da kann ich mitkommen, oder? Ja, kannst du machen. Also ganz viele unterschiedliche Fischer. Lieber Fredi, du hast dich sicherlich auch schon gefragt, was denn da in der Mitte entsteht. Durchaus. Und ich habe noch in Erinnerung, dass du schon öfter mal gesagt hast, du hättest gerne einen Haufen Steine im Garten, dass du Steintürme bauen kannst. Und jetzt hast du eine wunderschöne Steinspirale hier bekommen und bekommst dazu genau die Karte von uns allen. Ja. Das kennt ihr alle, mein Hobby. Türmchen bauen. Überall, wo ich im Urlaub bin, fange ich an, Türmchen zu bauen. Von dir waren die. Und dann komme ich zur Ruhe. Das ist das Einzige, wo mich zur Ruhe bringt. Türmchen bauen. Das habe ich natürlich sofort aufgegriffen. Ja, super. Tolle Idee.
Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Ja, wichtig, diese Auseinandersetzung mit dem Thema Altwerden. Ein zentrales Thema, weil die gesellschaftliche Situation, die wir haben im Moment, und ich bin da sehr nah dran, auch durch meinen Beruf, in dem ich teils, ein Teil davon ist, Menschen auszubilden, die mit Menschen mit Randgruppen arbeiten, zum Beispiel mit Menschen mit Demenz. Und da bekomme ich hautnah mit von diesen Menschen, wenn sie ins Praktikum gehen, in solche Senioreneinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, wie es darin aussieht. Und da ist sowas in mir, wo ich so merke, da möchte ich nicht landen, da möchte ich nicht alt werden. Und dass hier die Grundidee vom Fredi Urasim, der dieses Tiny Eco Village entwickelt hat, ist natürlich vor allen Dingen auch Inklusion mit reinzunehmen. Da er selber auch Pfleger ist der Grundgedanke eben auch hier ältere Menschen, die mit hier wohnen können und wo man sich gegenseitig versorgen kann und wo man auch mit gepflegt werden kann. Als Alternative zu den Senioreneinrichtungen, die es jetzt bisher in unserer Gesellschaft gibt. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das irgendwann so zusammenklappen wird, weil es so nicht mehr funktionieren wird. Das heißt, wir brauchen für die Zukunft auch Alternativen im Thema Altersversorgung und Modelle, wo Menschen auch alt werden können und sich auch wohlfühlen können und nicht nur irgendwie körperlich versorgt werden.